Überall in Europa geht gerade eine stille Epidemie um. Etwas, das aussieht wie Cannabis, das riecht wie Cannabis, aber es kommt aus dem Labor und kann absolut tödlich sein. Heute schauen wir uns mal eine der größten, verdeckten Bedrohungen auf dem europäischen Drogenmarkt genauer an. Also, lass uns direkt zur Sache kommen. Und ganz egal, ob du jetzt selbst konsumierst oder jemanden kennst, der es tut, diese Frage ist echt entscheidend. Weißt du wirklich, was da in deinem Gras ist? Denn die Antwort, die könnte im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden. Und nein, das ist wirklich keine Übertreibung. Die brutale Realität sieht so aus. Wir reden hier von Massenvergiftungen, überfüllten Notaufnahmen und ja sogar von Todesfällen. Und das alles wegen einer einzigen Ursache, einem chemischen Hochstapler, der sich als harmloses Gras tarnt. Okay, dann lasst uns dieses Netz mal entwirren. Was genau ist das für ein gefährlicher Betrüger? Um das zu kapieren, müssen wir uns die Chemie dahinter anschauen. Die Antwort lautet synthetische Cannabinoide. Stellt euch das mal vor. Das ist im Grunde ein weißes Pulver, das in irgendwelchen Laboren zusammengebraut wird, meistens in China oder Indien. Biologisch hat das rein gar nichts mit der Cannabispflanze zu tun, aber, und das ist der Knackpunkt, es wurde extra dafür entwickelt, genau die gleichen Rezeptoren in unserem Gehirn zu kapern wie das echte THC. Nur eben viel, viel aggressiver und gefährlicher. Und dieser Vergleich hier, der zeigt das ganze Dilemma eigentlich perfekt. Natürliches THC, das ist ein sogenannter partieller Agonist. Stellt euch das wie einen Schlüssel vor, der nur so halb ins Schloss passt und es sanft aufdreht. Synthetische Cannabinoide hingegen sind vollständige Agonisten. Das ist der Brecheisenschlüssel. Der rammt sich ins Schloss und dreht mit voller brutaler Wucht um. Das Ergebnis? Eine Wirkung, die bis zu 100-mal stärker sein kann. Absolut unberechenbar und ohne die natürlichen Schutzengel wie CBD, die in echtem Cannabis ja mit drin sind. Aber Moment mal, wie kommt dieses Zeug, dieses gefährliche Pulver, aus einem Labor in Asien überhaupt in einen Joint hier in Europa? Schauen wir uns mal die geheime Reise dieser Chemikalie an. Der Prozess ist erschreckend einfach und effizient. Schritt 1, das Pulver wird massenhaft synthetisiert. Schritt 2, es wird, oft als irgendwas anderes getarnt, nach Europa verschifft. Und hier vor Ort kommt dann Schritt 3. Man mischt es mit Lösungsmitteln wie Aceton, ja, richtig gehört, Nagellackentferner, und sprüht es dann einfach auf billiges Pflanzenmaterial. Das kann CBD-Hanf sein oder irgendwelche anderen Kräuter. Sobald das trockene ist, sieht's echtem Gras zum Verwechseln ähnlich und wird dann auch genauso auf der Straße verkauft. Und die große Frage ist doch, warum das Ganze? Die Antwort ist wie so oft ganz einfach. Geld. Unglaublich viel Geld. Die Produktionskosten sind lächerlich niedrig, aber verkauft wird es zum Preis von hochwertigem Cannabis. Ihr könnt euch die Gewinnspannen vorstellen. Und dazu kommt, die chemischen Formeln werden ständig ein kleines bisschen verändert. So sind die Hersteller dem Gesetz immer einen Schritt voraus. Ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel für die Behörden. So, und jetzt kommen wir zum wirklich, wirklich entscheidenden Punkt. Was heißt das alles für die Person, die am Ende der Kette steht und das Zeug konsumiert? Die Analogie hier, russisch Roulette, die ist leider verdammt treffend. Das allergrößte Risiko ist das, was Experten Hotspots nennen. Stellt euch vor, ihr sprüht Haarspray auf eure Haare. Das verteilt sich ja nie perfekt gleichmäßig, oder? Manche Stellen kleben mehr, andere kaum. Genau das passiert hier, nur eben viel gefährlicher. Durch das ungleichmäßige Aufsprühen kann ein winziger Teil der Blüte die 10, 20 oder sogar 50-fache Dosis enthalten. Eine tickende, toxische Zeitbombe, von der du absolut nichts ahnst. Schaut euch mal diese Zahl an. 2 bis 5 Milligramm. Das ist fast nichts. Das sind ein paar Salzkörner. Und trotzdem, genau diese winzige, unsichtbare Menge kann bei vielen dieser Chemikalien schon eine lebensgefährliche Überdosis sein. Das ist die tödliche Lotterie der Hotspots. Du weißt einfach nie, ob im nächsten Krümel genau diese Dosis steckt. Und die Folgen, die sind absolut verheerend. Was wir hier sehen, sind die Berichte aus den Notaufnahmen in ganz Europa. Und ganz wichtig, wir reden hier nicht von einem schlechten Trip. Wir reden von knallharten medizinischen Notfällen. Schwere Psychosen, unkontrollierbare Krampfanfälle, Herzinfarkte, Atemstillstand, Koma und Tod. Und es gibt einen ganz klaren Haupttäter bei diesem chemischen Verbrechen. Der Name ist ADB-Butinaka. Diesen Namen solltet ihr euch vielleicht merken. Seit 2022 taucht diese eine Substanz in mehr als der Hälfte aller positiv getesteten Proben in Europa auf. Überall. Das Zeug ist extrem potent und ganz klar für unzählige dieser schlimmen Notfälle verantwortlich.
Man könnte jetzt meinen, okay, die Gefahr ist klar. Finger weg vom Schwarzmarkt. Aber als wäre das alles nicht schon schlimm genug, gibt es eine neue Welle. Und die ist vielleicht sogar noch tückisch, weil sie sich ganz offen im Schein der Legalität versteckt. Diese Grafik hier, die zeigt das ganze Ausmaß. Schaut mal, die klassischen illegalen Synthetika, also das ADB-Butinaka, von dem wir gesprochen haben, die machen nur so circa 3% aus. Aber jetzt kommt's, die sogenannten Halbsynthetika wie HHC, die liegen bei 14%. Und das sind genau die Produkte, die man oft ganz legal in bunten Tütchen im Kiosk oder online kaufen konnte. Und das führt zu etwas, was man perfekt mit dem deutschen Ausdruck falsches Sicherheitsgefühl beschreiben kann. Genau das ist es. Weil diese Produkte als legal verkauft wurden, denken die Leute automatisch, die müssen ja sicher sein. Eine harmlose, legale Alternative zu THC, so die Annahme. Aber die Realität, die sieht leider ganz anders aus. Denn hier kommt die eigentliche Betrugsmasche. Analysen von Drug-Checking-Stellen zeigen es immer und immer wieder. Diese vermeintlich harmlosen, legalen HHC-Blüten sind oft mit genau den gleichen hochgefährlichen, illegalen Chemikalien wie ADB-Butinaka gestreckt. Das heißt, Leute, die eigentlich auf Nummer sicher gehen wollen, tappen am Ende in die allerschlimmste Falle. Puh, das klingt jetzt alles ziemlich düster, ich weiß. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, man ist dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert. Wissen ist hier wirklich die beste Verteidigung. Kommen wir also zu dem, was wirklich zählt. Wie könnt ihr euch und andere schützen? Zum Glück gibt es in vielen europäischen Ländern professionelle und vor allem anonyme Drug-Chatting-Angebote. Hier seht ihr mal ein paar der bekanntesten Anlaufstellen für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Da kann man Proben einschicken und kriegt eine Laboranalyse, was da wirklich drin ist. Das ist ohne Frage der absolut sicherste Weg. Aber was, wenn so ein Test nicht möglich ist? Dann sind diese Regeln hier nicht einfach nur nette Tipps, die sind absolut überlebenswichtig. Erstens, immer wenn es irgendwie geht, testen lassen. Zweitens, start low, go slow. Also mit der kleinstmöglichen Dosis anfangen, um nicht direkt in einen Hotspot zu geraten. Drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, niemals alleine konsumieren. Hab immer einen nüchternen Freund dabei. Und natürlich kennt die Notfallzeichen und ruft im Zweifel sofort Hilfe. Diese einfachen Regeln können wortwörtlich Leben retten. Und das alles führt uns zu einer letzten, aber vielleicht der wichtigsten Frage überhaupt. Dieser ganze brandgefährliche Schwarzmarkt, der existiert ja vor allem aus einem Grund. Es gibt eine Nachfrage, die von keinem sicheren, regulierten Markt bedient wird. Könnte also ein legaler Zugang zu qualitätskontrolliertem, natürlichem Cannabis am Ende der effektivste Weg sein, um diesem ganzen chemischen Russisch Roulette den Stecker zu ziehen? Eine Frage, über die wir alle, glaube ich, mal ernsthaft nachdenken sollten.